Wenn ihr auf der Suche seid nach dem ultimativen Metal Sound, schaut euch dieses Video an. Ich werde euch von Grund auf erklären, wie ihr einen fetten Metal Sound erzeugt an richtigen Analog-Amps und an Modlern. Bleibt dran! Modern Guitar School ist online. Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser. Ich bin seit über 25 Jahren Profi-Gitarrist, Live, Studio. Ich leite meine eigene Musikschule seit 25 Jahren sehr erfolgreich und möchte euch gerne mein Wissen und meine Erfahrungen hier auf dem Kanal weitergeben. In den letzten beiden Workshops habe ich mich um Rockgitarren-Sound und danach um Clean Sounds gekümmert. Dann kamen viele Anfragen von euch: Hey Christian, klingt super, mach doch bitte mal einen Metal-Sound-Workshop. Dachte ich mir, hey, gute Idee, mache ich auf jeden Fall. Dann fing ich an, mir Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich ein vorzeigbarer Metal-Sound? Ja, und da fängt das Problem an. Hört euch Paranoid an, Black Sabbath. Hört euch Five Finger Death Punch an, 30 Jahre später. Ein ganz anderer Gitarrensound. Okay, was macht man jetzt? Ich habe mich eher für die modernere Soundvariante entschieden. Also Bands, die nicht so uralt sind und ein bisschen brachialeren, fetteren Sound haben mit tiefer gestimmten Gitarren, weil ich denke, das interessiert euch wahrscheinlich mehr. Es geht wieder, wie in den letzten beiden Workshops, darum, dass wir das von Grund auf machen, also erstmal die Bodenplatte erzeugen. Ich zeige euch das Ganze an meinem Dual Rectifier von 1992. Ein sehr, sehr beliebter und erfolgreicher Amp in diesem Bereich. Bands wie Metallica, Limp Bizkit, Foo Fighters, Sepultura, Five Finger Death Punch, um nur einige zu nennen, haben ihn erfolgreich eingesetzt und haben damit ihre fette Gitarrenwand erzeugt. Kleiner Fun-Fact am Rande: Der Gitarrist von Linkin Park hat, wie man sagt, alle Dual Rectifier, also die Zweikanaler, im Netz aufgekauft und er soll eine ganze Garage davon haben. Denn er sagt, und das würde ich auch unterstreichen, der Zweikanaler klingt besser als der darauf folgende Dreikanaler. Das ist der Grund, weshalb Mesa Boogie jetzt auch wieder die alte Zweikanaler-Serie aufgelegt hat, denn sie klingt direkter und brutaler. Und diesen Amp werde ich heute einsetzen. Jetzt hat natürlich nicht jeder von euch zu Hause einen Mesa Dual Rectifier stehen, ist aber nicht schlimm, wenn ihr einen guten Rock-Amp habt, wie einen Marshall JVM, einen Soldano, einen Diesel, einen Blackstar oder einen PV 5150. Mit all diesen Amp könnt ihr hervorragende Ergebnisse erzielen und ein schönes Metalbrett rausholen. Ich werde euch die Einstellungen Schritt für Schritt zeigen und ihr werdet mit Sicherheit sehr gute Resultate damit erzielen. Wenn ihr Camper-User seid, ich habe mein Mesa Dual von 92 geprofiled und werde euch nachher zeigen, wie ihr an das Profil rankommt. Okay, dann zeige ich euch mal Schritt für Schritt, wie ich das mache. Genauso gehe ich auch vor, wenn ich einen Verstärker nicht kenne, um ihn erstmal kennenzulernen, wie die Klangregelung arbeitet, um schnell ein bestmögliches Ergebnis rauszuholen. Ich mache erstmal den Master auf 0, damit ich keine böse Überraschung erlebe. Gehe dann an die Klangregelung und bringe sie erstmal in die 12 Uhr Mittelstellung. Denn da haben sich die Entwickler meistens dabei gedacht, dass das eine gute Ausgangsbasis ist. Bei meinem Amp ist Gain 14 Uhr immer recht gut. Nicht zu viel und nicht zu wenig für Metal-Sachen. Dann drehe ich langsam den Master auf und gehe an den Bassregler zum Beispiel und drehe ihn erstmal auf Maximum und auf Minimum, um zu hören, wie der Klangregler arbeitet und was passiert. Das gleiche mache ich mit den Mitten. Mitten setzen sich gut durch. Im Metal-Bereich werden sie oft ein bisschen abgesenkt. Muss man immer aufpassen, dass sich die Gitarre dann noch durchsetzt. Hier gehe ich auch von Minimum auf Maximum. Und das gleiche mache ich mit den Höhen, Treble genannt. Und höre mir mal an, wie die Höhen arbeiten. Dann gehe ich an die Presence. Das sind die ganz oberen Höhen. Hat man davon zu viel, klingt es schnell nach Rasierapparat, sage ich immer. Es sägt unangenehm, damit müsst ihr vorsichtig sein mit diesem Regler. Ja, dann stelle ich mal alles so ein, wie ich es gerne bei meinem Rectifier habe. Jetzt habt ihr einen Eindruck, wie die Klangregelung arbeitet und könnt dementsprechend vorgehen. So, wir switchen mal rüber. Ich habe jetzt meinen Mesa Boogie geprofiled, also quasi mit dem Camper kopiert, genau diesen Sound. Wir fangen wieder ganz vorne in der Signalkette an. Am besten habt ihr eine Gitarre mit Humbuckern, mit recht viel Output, also etwas heißere Pickups. In meinem Fall sind das EMGs und die füttern schon mal die Eingangsstufe des Verstärkers mit ordentlich Power,
dass er gleich schon ein bisschen in die Sättigung fährt. So, kümmern wir uns um die Basiseinstellungen. Ihr habt jetzt hier das Display von meinem Camper, das ihr hier seht. Das hier ist der Verstärker, das hier ist die Box. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Gain-Einstellung, die Verzerrung. Ich stelle die mal hier auf 3.1. So, und ihr hört natürlich, das ist viel zu lasch. Das könnte vielleicht für AC/DC-like passen, aber wir wollen ein bisschen Metal machen. Ich nehme mal so einen Wert 6,8. Genau, das ist ein guter Wert. Ich würde es auch nicht übertreiben. Mehr ist da nicht unbedingt mehr, denn wenn ihr jetzt auf 10 geht, dann hört ihr, die Transparenz der Akkorde geht flöten. Es ist ein bisschen matschig, etwas breiig. Also versucht eure Minimalschwelle zu finden, wo ihr genug Attack habt. Also Definition. Ich gehe nochmal runter, dann geht die Definition flöten. Ja, das ist so ein bisschen schlappriger Anschlagsattack. Davon wollt ihr mehr. Ich gehe wieder auf 6,8, 6,9. Gut, dann gehen wir nochmal die Klangregelung, die wichtigsten Elemente. Ich gehe mal mit dem Bass zurück. Ihr hört, klingt ziemlich eierlos. Nehmt ihr zu viel Bass, mulmt es alles zugrunde. Der Bassist wird euch hassen, wenn ihr so spielt. Und ihr habt einen matschigen Sound ohne Attack. Die Mitten sind so ein bisschen strittiges Thema im Metal-Bereich. Der wird gerne Mitten reduziert. Ich gehe mal noch weiter zurück. Das klingt so ein bisschen fieser, aber wenn ihr an den Mitten rumspielt und die reduziert, dann verliert ihr immer mehr Durchsetzungsfähigkeit. Also mit den Mitten, wie gesagt, müsst ihr mal je nach Amp etwas genauer abstimmen. Habt ihr zu viele Mitten? Ich drehe sie mal etwas hoch. Klingt so ein bisschen wie durch Telefon. Ja, auch völlig schrecklich. Deswegen gehe ich wieder auf 0 zurück, weil das ist ja genau die Einstellung, die ich eben an meinem Mese Amp kopiert habe. So, Treble kann auch alles kaputt machen. Ich gehe mal zurück. Ja, mumpfig, suppig, undefiniert. Ich gehe in die andere Richtung, extrem. Und hier kommt wieder der Rasierapparat-Effekt zustande. Auch nicht schön, schneidet, sägt und nervt. Presence liegt noch weiter oben über dem Treble-Regler. Ich blende euch auch mal eine Grafik später ein. Ich gehe mit Presence mal zurück. Ja, ihr merkt, diese oberen Höhen sind wichtig, aber übertreibt man es da, bekommt man das. Ja, da ist er wieder, der noch schärfere Rasierapparat. Okay, ich gehe wieder auf 0 zurück. Das ist meiner Meinung nach ein Sound, der hat genug untenrum, sprich genug Bässe. Er nervt nicht in den Höhen und er hat genug Mitten, um sich durchzusetzen. So, dann ist natürlich die Wahl der Box auch ziemlich wichtig. Ich nehme mal eine andere Box hinzu. Das ist jetzt eine Rectifier-Box. Ja, klingt zwar fies, aber ich finde sie etwas pritzelig in den Höhen. Deswegen habe ich mich wieder hier für meine Lieblings-Marshall-Box entschieden. Das Profil hänge ich euch übrigens unter das Video, könnt ihr downloaden. Dann der Tube Screamer, sehr beliebt. Ich habe auch lange gebraucht, um den Tube Screamer zu verstehen, muss ich zugeben. Ich dachte mal, das wäre ein Verzerrer. Es geht beim Tube Screamer nicht um das Hinzunehmen von Verzerrungen, sondern es geht darum, die Lautstärke vor dem Eingangskanal etwas zu erhöhen.
und so dem Eingang von dem Amp ein bisschen mehr Push zu geben. Der Tube Screamer senkt ein bisschen die Bässe ab. Es klingt also unten nicht mehr ganz so dick. Dadurch wird der Sound etwas schlanker und setzt sich auch etwas besser durch. Und er erhöht euer Attack. Hört mal im Vergleich. Mit. Und ich mache aus. Das gleiche ohne. Ja, ihr hört ganz genau jetzt, dass der Anschlagsattack etwas suppig wird, nicht mehr so definiert. Ich mache nochmal an. Und ihr bekommt einen definierten Anschlagsattack. Gerade bei solchen Low-Tunings sehr wichtig, dass euer Attack nicht flöten geht, was gerade bei tiefen Stimmungen sehr schnell passiert sonst. Ja, dann haben wir natürlich noch hier das Noise Gate. Mache ich das Noise Gate aus, habt ihr diesen Effekt. Ja, es brummt und brutzelt. Das würde natürlich auch live über die PA kommen, will kein Mensch diese Nebengeräusche. Deswegen schaltet am besten nach dem Tube Screamer ein Noise Gate ein. Dann habe ich hier mit dem IQ nochmal ein bisschen Frequenzkorrektur gemacht. Das ist aber nicht viel. Da geht es nur um ein bisschen Anhebung im oberen Mittenbereich. Und auch ein wichtiger Aspekt bei gutem Metal Sound: kein Hall, kein Delay. Also schön trocken, into the face, und dann rockt euer Riff am besten. Alles klar, wir fassen also nochmal zusammen. Ihr braucht für einen guten Metal Sound die passende Gitarre. Humbucker mit viel Output, hohe Bünde für moderne Spieltechniken. Ihr braucht einen passenden Amp, ja, wie zum Beispiel den Dual Rectifier. Aber auch das war noch nie so einfach wie heute. Schaut einfach im Netz, welche Amps spielt eure Lieblings-Metal-Band, euer Lieblings-Metal-Gitarrist. Da könnt ihr euch gut orientieren. Kauft euch was in die Richtung oder füttert euren Camper oder Helix oder Fractal Audio Modeler damit, und dann kommt ihr schon mal klanglich in diese Richtung. Dann geht durch den EQ, wie ich euch das beschrieben habe, Gain-Einstellungen, Presence, Treble, Mitten, Bässe abstimmen. Ja, bis ihr das Resultat erzielt, das ihr haben wollt, dass ihr einen schön knackigen, straffen Metal-Sound bekommt. Keine oder wenig Effekte. Es geht eher um die Direktheit, um die Brutalität des Riffs oder des Sounds, besser gesagt. Und natürlich der letzte Punkt, die Spieltechnik, Palm-Muting, Left-Hand-Muting. Das mache ich alles in extra Workshops. Das würde jetzt komplett das Video sprengen. Ihr wollt kein 60-Minuten-Video sehen, denke ich mal. Deswegen reduzieren wir uns heute nur auf die Equipment-Seite. So, ihr Lieben, ihr kennt jetzt meine Vorgehensweise an einem Analog-Amp, wie ich den auf meine Bedürfnisse einstelle. Ihr kennt mein Feintuning bezüglich Equalizer, Gain, Effekte, Noise Gate und so weiter. Habe ich euch an meinem Camper demonstriert. Die Vorgehensweise ist bei einem Analog-Amp genau die gleiche. Ich konnte es euch einfach nur besser an dem Camper-Editor zeigen, weil dort die Übersichtlichkeit etwas besser war. Wenn ihr was gelernt habt durch diesen Workshop, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, gebt also irgendwas zurück. Würde mich total freuen, wenn ihr mir helft, dass der Kanal mehr Reichweite bekommt und mehr Menschen erreicht. Vielen Dank dafür. Wie schon erwähnt, unter dem Video findet ihr einen Link. Da geht es zu dem Camper-Profil. Das könnt ihr euch gerne runterladen. Ist original das Camper-Profil, das ich erstellt habe für diesen Workshop, das ihr im Intro-Riff gehört habt. Und das könnt ihr zu Hause nutzen, verändern oder auch live spielen. Sollte euch das Riff gefallen haben, da gibt es auch einen Link, der führt zu dem Riff in Guitar Pro Form und in PDF-Form, auch mit Backing-Track, da könnt ihr gut dazu jammen. Ja, dann verweise ich noch auf meine anderen beiden Workshops, den Clean Sound und den Rock-Gitarren-Sound. Es wird als nächstes noch ein Rock-Lead-Gitarren-Sound geben, wie ihr also euren Solo-Sound richtig pushen könnt, dass er sich gut durchsetzt und dass ihr einen schönen singenden Ton bekommt. Und ich werde einen Crunch-Workshop machen, angezerrte Gitarren, und auf besonderen Wunsch von einem Freund von mir. Er schrieb mir und sagte: Christian, ich hätte gerne einen Akustik-Sound-Workshop. Wie machst du deinen Akustik-Sound für eine CD-Produktion? Hänge ich gerne noch dran.
Freue ich mich schon drauf. Okay, dann würde ich sagen, schraubt an den Parametern. Jetzt wisst ihr, woran ihr drehen müsst und was dann passiert. Also wahrscheinlich etwas besser als vorher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch tolle Resultate. Und wir sehen uns nächste Woche zum neuen Workshop. Alles klar? Macht's gut. Ciao.